Viele moderne Musikinstrumente sind sperrig oder haben viele Teile. Bei manchen braucht man sogar einen Ständer oder einen Stuhl. Aber die Cajon ist eine Trommel, ein Ständer und eine Sitzgelegenheit, alles in einem. Vielleicht ist sie wegen dieser Einfachheit über Kontinente und Kulturen hinweg eines der beliebtesten Schlaginstrumente der Welt geworden. Die Geschichte der Cajon beginnt in Westafrika, wo es reiche Musiktraditionen mit Schwerpunkt auf Trommeln und Tanzen gibt. Als viele Menschen dort gefangen genommen und als Sklaven nach Amerika gebracht wurden, nahmen sie diese Kultur mit. Aber ohne ihre gewohnten Instrumente mussten sie improvisieren. Afrikanische Sklaven an der Küste Perus hatten keine Materialien oder Gelegenheiten, ihre traditionellen Instrumente wie die Djembe oder die Dunun zu bauen. Sie hatten jedoch jede Menge Transportkisten. Und deren unauffälliges Aussehen könnte dabei geholfen haben, Gesetze zu umgehen, die Sklaven das Musizieren verboten. Die ersten peruanischen Cajons waren einfache Kisten mit 5 Saiten aus dickem Holz. Die 6. Saite, auch Tapa genannt, bestand aus einem dünneren Holzbrett und wurde als Schlagfläche benutzt. In die Rückseite wurde ein Klangloch geschnitten, damit der Schall entweichen konnte. Mit der Entstehung der afroperuanischen Kultur sowie neuen Musik- und Tanzformen wie Samacueca, Festejo und Lando wurde die Cajon zu einem eigenständigen Musikinstrument. Schon früh begann man den Klang durch Biegen der Wände zu modifizieren. Als die Cajon nach Abschaffung der Sklaverei einer breiteren Bevölkerung zugänglich wurde, improvisierte und experimentierte man bald noch mehr. Der spanische Flamenco-Gitarrist Paco de Lucia war wohl derjenige, der die Cajon in Europa bekannt machte. 1977 auf Tournee in Peru entdeckten er und sein Perkussionist Rubem Dantas die Cajon und nahmen sie nach Spanien mit, weil sie gut zur Flamenco-Musik passte. Mit gespannten Gitarrensaiten auf der Innenseite der Tapa konnten die Flamenco-Musiker einen schnarrenden Klang erzeugen, der kombiniert mit dem normalen Basston dem Klang eines Schlagzeugs ähnelte. Die Cajon setzte sich schnell durch und wurde nicht nur zum Standardinstrument im Flamenco, sondern auch in der Folkmusik, im Jazz, Blues und Rock. Heute gibt es viele speziell angefertigte Cajons, manche mit verstellbaren Saiten, andere mit verschiedenen Schlagflächen und wieder andere mit einem Snare-Mechanismus. Das Grundkonzept ist jedoch gleich und die Geschichte der Cajon zeigt, dass selbst die einfachsten Dinge erstaunliches Potenzial haben, wenn man sie auch mal zu etwas ganz anderem benutzt. Möchtest du ein Instrument lernen? Mit diesem Video helfen wir dir, das Notenlesen zu lernen. Und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren.